konnte halt sehen, dass halt bei der Socke halt genau da der Cut war. Und dann wollte ich in die Kabine und ich konnte gar nicht richtig laufen. There's a danger, no matter what. Just having an operation. Kann auch eine Career-Ending-Injury sein. Personallage beim amtierenden deutschen Meister seit Wochen angespannt. Hier ist wieder Riss vorbei. Ich weiß, bis die Sirene geht, ist noch gar nichts vorbei, egal was ist. Ronny bleibt dran und trifft! Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist einfach ein geiler Club. Losing fucking sucks. We want to win the championship. There's no plan B. With everyone's best tonight, you guys will get rewarded. While I'm at it, golden ticket. Kai already told me you guys have one from last year. It doesn't work. Okay? Last year's over. Okay? But we're going to keep that going. Okay? For the new guys, you guys win 5 games in a row. Okay? You get a free day off whenever you want. No questions asked. I want to win. We want to win the championship. Okay? That's the goal. There's no plan B. There's no plan B. We want to win the championship. We just got to go after it. We're going to have to do this together. We're going to have a lot of fun, guys. Trust me. But what's fun? Winning. Winning's fun. Losing fucking sucks. Nach so einem Sommer, wo man dann viel Zeit im Kraftraum verbringt, freut man sich dann, wenn es endlich wieder auf dem Eis losgeht. Und die Fans in Berlin sind ja immer unglaublich, kommen zum ersten Training immer zahlreich und da hat man schon wieder so ein Kribbeln gespürt. I'm pretty well at every practice, watching them, obviously all the home games, and obviously in the playoffs with them on the road. And yeah, it's always great talking to the guys and making sure they're up and ready to go. Das war ein ganz normales Training. Ich weiß selber nicht so ganz genau, wie es passiert ist. Es war so eine Battle-Übung, wo wir 2 gegen 2 auf engen Raum gemacht haben. Wir haben einen Zweikampf, also wir haben so eine 2 gegen 2 Übung in der Ecke. Und auf einmal habe ich was gespürt, aber auch nicht so richtig zuordnen können. Ich stand eigentlich ziemlich nah dran, aber es war irgendwie trotzdem schwer zu sehen, was genau passiert ist. Und dann habe ich runtergeschaut, habe gesehen, dass ich da einen Cut habe. Also hat mich ein Schlittschuh wohl da hinten getroffen und im ersten Moment habe ich jetzt auch nichts weiter gedacht als ein Cut. Man konnte nur sehen, dass Kai irgendwie so, weiß nicht, so mäßig hingefallen ist. Als ich aufgetreten bin, habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, dass es sich ganz komisch anfühlt und ja, vielleicht nicht nur ein Cut ist. Und dann wollte ich in die Kabine und ich konnte gar nicht richtig laufen. Da habe ich dann direkt gemerkt, eigentlich, dass irgendwas nicht stimmt. Bommel, glaube ich, war da, kam direkt. André Kreidler, Danny, die haben mir dann direkt geholfen, den Schlittschuh auszuziehen. War das schon so die Vermutung von denen, dass die Achillessehne halt betroffen sein könnte, so wie ich es auch beschrieben habe. Ja, und dann sind wir in die Charité gefahren und dann war es ziemlich schnell klar. When somebody gets hurt, when we heard of Kai in training camp before the season even started, all of a sudden he's down. That's hard. Mental ist natürlich so diese Ungewissheit, einfach nicht zu wissen, wie entwickelt sich es, wie ist es jetzt in 3 Wochen, wie ist es in 5 Wochen. Und da dann nicht irgendwie panisch zu werden und dann irgendwie vielleicht Fehler in der Reha zu begehen, sondern einfach irgendwie dem Prozess zu vertrauen. Das ist schon, glaube ich, ein großer Punkt. Gerade auch bei uns im Sport ist der Druck schon ziemlich da, dass man schnell auch zurückkommen will. Das Ziel war natürlich ausgesprochen von Anfang an, Kai soll und würde gern bei Olympia spielen. We know we got some difficult times ahead of us, but you got to look forward and see how you're going to move forward, and hopefully, you make sure that the injured person, in this case Kai, that everything's set up so that we can get him back as quick as possible. Ich denke, dass bei uns einfach in der Mannschaft, jetzt mal hätte gefühlt jeder das C auch kriegen können. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz zum Saisonauftakt der Eisbären Berlin. The guys have worked extremely hard, not only in training camp but in the summer to prepare for what's coming ahead of us. So I'm excited about that. I think the effort's there, the commitment's there, and the guys know we have big goals. The standards are high, and we like it that way.
But we understand it's a long journey ahead of us here. It's a full season. It's a bit of a grind. There's ups and downs. But the guys are committed, sacrifice that are needed, and yeah, we're just excited about this new season. Wie Serge schon gesagt hat, es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel. Viele erfahrene Spieler mit dabei, wo wir auch von Anfang an bereit sein müssen. Auf gar keinen Fall unterschätzen. Es wird auf jeden Fall ein hartes Spiel, aber ich denke, mit unseren Fans im Rücken, wird es ganz gut. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier aus der UBA Arena in Berlin. Es ist alles bereit. Showtime für das erste Spiel. Saisoneröffnung genau da, wo die Saison im vergangenen Jahr geendet hat. Und jetzt die Starting Six der Eisbären. Und damit, Ladies and Gentlemen, liebe Eishockey-Freunde, erklären wir die Saison 2025-26 für eröffnet. Gefordert. Ty Ronning macht genau da weiter, wo er in der vergangenen Spielzeit aufgehört hat. Aber wieder Berlin zu Beginn des zweiten Drittels die bessere Mannschaft. Corby Geibel, Rums! 2:0 für den deutschen Meister. Passgenau. Ein verdienter Erfolg. Berlin macht da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Overall, there's some details to work out, but it was a good, tough battle throughout the game, and I felt we did a great job and got the W. So, yeah, let's keep it going. Always, it's not an easy one, okay? We got this one out of the way. And we got the job done tonight, which was awesome. So, one step at a time. In 2 Wochen habe ich eigentlich erstmal gar nichts gemacht, also was aktives Training mit Schwitzen angeht. Ich habe mir dann so ein Elektro-Trainingsgerät geholt, was man sich an die Oberschenkel anschließen kann, das dann die Oberschenkel so stimuliert und so Reize setzt. Das habe ich immer gemacht, aber selber aktiv trainiert, weil Schwitzen sollte ich noch vermeiden, dass die Wundheilung eben gut verläuft und dass da kein Risiko entsteht. Gut, Kai. Wie lange ist es jetzt her bei dir, die OP? 4 Wochen? Oder? Morgen 4 Wochen, ja. Morgen 4 Wochen. Achillessehne durch gewesen, links durchgeschnitten und die OP war jetzt am 19.08., ne? Das war ja gleich an dem Tag. Okay. Gut, 4 Wochen, schöne Zeit. Soweit geht's dir gut? Ja, alles gut. Schmerzen oder so hast du nicht? Gar nicht eigentlich. Jetzt die Phase zur Teilbelastung hin, halbes Körpergewicht, also sozusagen nur stehen dann irgendwann. Ich habe jetzt mal so ein bisschen mehr Druck drauf gegeben, so leicht, vorsichtig, aber ich stand jetzt noch nicht auf dem Fuß richtig oder so. Okay. Ja, die Wunde sieht sehr gut aus. Ist jetzt auch kaum noch geschwollen. Gefühl hast du überall drin, das merkst du alles? Ja. Also nur im Namenbereich wahrscheinlich so ein bisschen eine Taubheit. Also du könntest meines Erachtens jetzt dann schon die nächste Stufe reinlegen. Ja? Ja. Jetzt hatte ich die erst 1 Woche und die erste hatte ich 3. Macht das nichts? Macht nichts. Kannst du machen. Das ist alles ganz leicht geht es, also ohne Widerstand, also von daher kannst du das machen. Am Anfang muss man erstmal vorsichtig sein. Die Sehne ist natürlich dann zusammen, aber da ist keine Beweglichkeit drin, die ist noch sehr auf Spannung. Ich denke, mental entscheidend auch dann, auch eben in diesen Momenten, wo man vielleicht denkt, oh, jetzt geht's nicht schnell genug voran oder mir geht's zu langsam. Die Momente waren schon oft da. Da dann aber trotzdem eben auf die Fachleute zu hören, die Erfahrung mit diesen Verletzungen haben, wenn man vielleicht selber noch mehr Gas geben will und die einem aber sagen, hey, wir dürfen nicht zu viel machen, das kann sonst auch zu viel sein. Und es war zwischendurch ein bisschen viel und es war schwierig, so das Gleichgewicht zu finden zwischen wir aktivieren die Wade, wir kräftigen, aber wir reizen die Sehne nicht. Es gibt natürlich auch Eishockeyspieler, die haben sich das gerissen und die haben sich dann noch ein zweites Mal auf dem Eis gerissen und sowas. Und das war natürlich immer noch in Kais Kopf. Das ist natürlich auch eine gefährliche Phase. Auf einmal kommt der Schuh ab, ich habe mehr Bewegung, ein falscher Schritt. Kann natürlich auch mal schief gehen. Die ersten 8 Wochen war es jetzt gar nicht geschwollen und als ich dann angefangen habe zu belasten, ist es ziemlich dick geworden. Gut, dann schauen wir mal einmal. Wird mal kalt. Ja. Also das sieht sehr schön aus.
Hast du es mal gesehen auch? Letztes Mal mit drauf geschaut. Ja, okay, das zeige ich dir auch gleich. Was interessiert ist das ist das Fersenbein, ne? Da setzt die Achillessehne an, da sieht alles ganz perfekt aus. Jetzt gucken wir uns gleich den Teil ein bisschen weiter zum Körperstamm hinten an. Und da sieht man natürlich noch ein bisschen, vor allem von dem Nahtmaterial, man sieht, dass die Sehne noch selber ein bisschen unruhig ist, aber man sieht kaum Entzündungsreaktionen, also bisher läuft alles perfekt. Das hat ja nicht, dass ihr da die Stelle muss. Genau, ja. Hier ist davor ganz hier ist auch noch die Stelle. Also hier ist die Sehne vollständig intakt, ne? Und hier ist dieser Rissbereich, das ist bei dir auch so ein bisschen diese Geschlechtsvermehrung durch das Nahtmaterial, ne? Da dieser weiße Punkt, der so ein bisschen Schatten dahinter ist, ne? Ja. Das ist das Nahtmaterial und da ging der Riss durch. Ne? Okay. Auch da sind die Fasern schon zunehmend wieder ausgerichtet, also sieht ganz perfekt aus, wirklich super. Okay. Ich war in der Vergangenheit schon mal im Becken. Ich glaube, vor 2 Jahren hatte ich mal eine Verletzung, da war ich auch mal ein paar Mal drin. Da hat mir das schon sehr gut gefallen. Ja, ist einfach cool, weil erstmal nimmt das Wasser natürlich Körpergewicht weg, Last auf die Gelenke, auf die Sehnen. Das heißt, ich konnte dann da zum Beispiel irgendwann auch schon Sprünge machen, in einem Moment, wo auch hier draußen noch gar nicht an Sprünge zu denken war. Mein Physiotherapeut dort hat immer gesagt, die Sehne ist jetzt dumm, die muss jetzt alles wieder lernen, die muss jetzt neu programmiert werden und die braucht wieder die Reize Schritt für Schritt. Da eben schon in der Frühphase eben diese Reize zu setzen, die eben draußen nicht möglich sind, allein dadurch ist so ein Becken natürlich schon Gold wert. Das sind so die nächsten Highlights für dich. Ja. Und meistens ist es auch viel dünner jetzt an der Stelle. Könnte man auch eine Vor- und Nachher-Aufnahme machen. Also da, wo ein bisschen Schwellung dran ist, ist es jetzt danach deutlich weniger. Ja, was meinst du? Ich sage auf jeden Fall. Weil du hast viel jetzt bewegt. Die Grafik ist eine ganz andere, es ist nicht rot. Ja, die Narbenstelle ist sicherlich da, aber das wird dann besser werden. Aber das ist deutlich weniger, mehr Geschmeidigkeit, es ist weicher und die Schwellung ist nicht. Ja, wunderbar. Danke. So in der Regel war ich auf jeden Fall Montag, Mittwoch, Freitag habe ich immer mein Krafttraining gemacht im Valley mit Danny und da war ich immer da und die Jungs kamen dann. Ich war immer ganz früh da. They want to be in the top 2. They made it. They want to be the factor in winning a championship and be in there and lifting that cup. Like Kai as captain, lift that cup because he was contributed to it. Die Eisbären sind zum 4. Mal in den vergangenen 5 Jahren deutscher Eishockeymeister. Die Personallage beim amtierenden deutschen Meister seit Wochen angespannt. Wenn du in so einem Verein spielst, der so viele Meisterschaften gewonnen hat, dann ist ja immer ein gewisser Druck da. Ich denke, dass die Situation noch okay ist. Ich glaube, dass wir am Anfang viel mit Verletzten halt zu tun hatten, wo man halt jetzt mal das vielleicht auch ein bisschen als Ausrede noch nehmen konnte. If we pick our spot correctly tonight, Dick, then I'm sure we're going to have success. Now, they're going to try to put pressure on us, right? Like, they're not fucking dumb. You looked at our lineup, they're like, these guys are like a little banged up. Let's go after them. If we're smart enough to counter their speed by like having enough discipline to get the puck out, they're going to get tired. They're going to get tired and we're going to gain confidence from that. Okay, so especially early on, let's not force it. As long as this game is 0-0, we're in fucking great shape because I know we're going to have opportunities, right? We just don't have to beat ourselves here tonight. I think we can become a better team, and we talked about this yesterday. Go out there, okay, play with boys. If it's take that, we want you guys to make it. Don't get rid of the puck for no reason. But if we smell they're coming hard, just get it up. Just get it up. If they're not coming hard, make a play. Make a play, okay? But keep that freaking mindset. The only way we can get on the forecheck fast is when we come out fast, when we transition fast, and then now it's easier forecheck, right? And when they have the puck, we're going to be calm and composed, okay? Protect those blue line like we talked about. We got to step in front of people. All
Holy fuck, eh, White? Here we fucking go, boys. Let's fucking have a night, eh? Let them fucking run their mouth. We'll fucking show here. Oh, what a walk-up. Passiert, Rosmi macht es gut, Rosmi kommt durch und da ist das 1:0. Zunächst sehr gut aus und hier fällt das Tor. Warten und dann ist das Tor da und das ist das nächste Tor. Das ist das 5:0. Die Fishtown Penguins gewinnen mit 5:1 gegen die Eisbären Berlin. Mit einem Wochenende, das sie wohl schnell aus den Köpfen streichen wollen. 1:7 in Mannheim und jetzt 1:5 in Bremerhaven. Get undressed, get some food in you. It's time to go home, okay? We'll reflect on the bus on what we're going to do this week with the schedule. We'll let you guys know. Okay, obviously tomorrow's a day off, guys. But I don't want us to start fucking feeling sorry for ourselves here. We're just going to face this fucking right on. Okay? It's tough, that's fine. It is what it is. We're gonna keep going after it. Okay? Thank you. Es war halt immer so ein, ja, schon ein Auf und Ab. Also nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern auch in den Spielen. Ich glaube, dass wir da einfach immer ein bisschen zu unkonstant sind und ja, das zieht sich eigentlich schon so ein bisschen durch die ganze Saison. Hallo. Hallo. Ich bräuchte eine Prothese, so eine Erhöhung. Ich habe hier so ein Rezept. So ein genau, so ein Ausgleich, dass ich dann nicht schief laufe, wenn ich jetzt anfange, da wieder zu laufen. Ich habe die Achillessehne Welche kaputt. Schuhgröße haben Sie denn? So 45,5, 46 in dem Dreh. Die ist die wichtige Bauchmuskulatur, ist diese Transversus Abdominis. Die ist so tief. Das Problem ist, dass die andere Bauchmuskulatur übernimmt dann sozusagen die Aufgaben. Ja. Und die hier, wir müssen diese Bauchmuskulatur dehnen. Beide gleichzeitig? Gleichzeitig. Denn da, excellent. Ein Spiegelbild. Spiegelbild. 5 Zentimeter. Gut. Achillessehne ging es gut noch gestern. Ja. Ich hatte gestern zu Hause den Schuh relativ lang aus, auch auf der Couch und dann immer so ein paar Schritte in der Wohnung. Wollen nicht zu sehr reinhauen. Jetzt ist es auch im Ende, aber also nicht viel, es tut jetzt nichts weh. Ich war mit Training, mit Physiotherapie, mit allem bestimmt jeden Tag 5 bis 6 Stunden voll beschäftigt. Ich denke, von der Dehnung nach so ist es, glaube ich, okay, nicht mehr, wirklich nicht mehr. Wir gehen nur bis zur Spannung. Wir wollen, wie gesagt, die ersten 12 Wochen nicht exzessiv reingehen. Ja. Was wir natürlich jetzt sowieso nicht machen, wenn wir jetzt, aber... Ja genau, der Thomas hat auch gesagt, ich kann so... Darfst ja auch nie so vor, so rein, raus, aber nicht so in der Dehnung halten. Ja, ja. Und dann können wir heute ins Krafttraining gehen, oder? Ja. Fühlt sich gut? Ja. Kai musste natürlich vieles erstmal neu lernen. Wie belaste ich meinen Fuß? Wie kann ich die Wade ansteuern? Wie fühlt es sich an, wenn ich mein Gewicht verteile? Wie ist es, wieder auf einem Bein zu stehen? All das muss der Körper natürlich neu lernen. Wir haben natürlich den Luxus, dass wir Isokineten hier hinten haben. Damit kann man viele unterschiedliche Sachen machen, Winkel einstellen und unterschiedliche Trainingsprogramme verwenden. Wir haben es am Anfang erstmal benutzt, um im erlaubten Rahmen den Fuß durchzubewegen. Kai kam in der Regel immer positiv hier rein, hat sich aber auch in einigen Wochen sehr viel Gedanken gemacht. If there's movement, we know what to do, but at the end of the day, it's about being competitive every fucking shift. That's what it's going to take tonight. Okay, that's what it's going to take all year actually moving forward. Okay, every shift, no shift off. Okay, on the job, relentless. Don't be easy to deny. Right? Move your feet. Who gives a shit if there's a body in front of you? I want you to believe in yourself. You move your feet, you protect that puck. If we're gonna have to drop penalties, we'll take advantage of it. Okay, other than that, I want you guys to go have fun. We talked about being disciplined on the job. Okay, use your voice. Okay, Marcus, your line's gonna start. Smitty, Les, Jake, and Ned. Let's go to work. Die Ice Tigers
gegen die Eisbären, das El Lazzaretico. Die Krankenlager auf beiden Seiten, die platzen aus allen Nähten. Eis und da ist die Führung und dann ist es doch das erste Saisontor für Leon Bergmann. Coast to Coast und das ist Tödal und was für eine Vorbereitung. Das Bulli behaupten die Berliner aber und dann war's das. Und es ist Erfolg Nummer 4 für Serge Aubin und seine Mannschaft in Serie. We're so freaking happy for you guys. Unbelievable. Great effort, okay? Great effort. Like I said, we'll see you guys on Tuesday. Nobody on the ice on Tuesday, okay? Maybe Stetsi might go on the ice, okay? But that's it. The rest, I want you guys to get some rest. Ich glaube, so wie wir gerade spielen und wie es mit uns in der Mannschaft aussieht, machen wir, ich glaube, Day by Day ist unsere beste Möglichkeit, um so best wie möglich aufzustellen. Da hat sich irgendwas bewegt. Ja. Hat sich gut angefühlt. Ein Sprunggelenk, also ein Sprungbein. Ich probiere einfach wirklich das Sliding der Achillessehne wieder zu erreichen und dass er einfach eine Bewegungsamplitude wieder erhält. Aber jetzt kämpft er. Jetzt will er nicht zeigen, wie. Bist du da, oder? Natürlich waren auch Zweifel da und Gedanken wie in einer Woche, oh scheiße, irgendwie diese Woche habe ich das Gefühl, es ist nicht so vorangegangen, wie ich es mir vielleicht erhofft hatte. Jeder wusste, dass auch das Ziel Olympia mit dahinter steht. Wenn alles gut läuft und alles klappt, dann werde ich dabei sein. Aber im Endeffekt waren immer noch einige Wochen, die es besser werden musste, weil zum Zeitpunkt der Nominierung konnte ich ja noch nicht spielen. Ich kann auf jeden Fall aufs Eis gehen, drauf stehen und ein bisschen gleiten und dann schaue ich, wie es ist. Und so war es auch. Also beim ersten Mal, das war jetzt nicht so, dass ich da direkt schnell losgelaufen bin oder so, sondern das war wirklich erstmal von rechts auf linken Fuß Gewichtsverlagern, ein bisschen gleiten, einfach das Gefühl bekommen, wie weit geht mein Knie vor, ohne dass Spannung drauf ist. So in den ersten 1-2 Wochen, glaube ich, war ich so dann zweimal auf dem Eis die Woche. Vor dem Spiel war ich schon ein bisschen nervös natürlich, gerade so das erste Mal beim Warm-up auf dem Eis. Das ist dann so, okay, jetzt wird es ernst. Bommel, unser Physiotherapeut, André Kreidler, Dusty hat mir auch geholfen, unser dritter Physiotherapeut. Kai Wissmann, das letzte Spiel am 19.04.2025 im Finale 2 verletzte er sich an der Hand, dann in der Vorbereitung an der Achillessehne. Oh shit, ein Aufkipp. Im Endeffekt ist es ein Eishockeyspiel, so wie die anderen, die ich davor gespielt habe, auch. Jetzt kommt zum ersten Mal in dieser Saison auch der Kapitän mit der 6 hier aufs Eis. Jetzt kommt Kai Wissmann. When he stepped in the ice in Wolfsburg, I was nervous and hoped that he, would gain his confidence. Klar sind bei mir schon mal Tränen geflossen, ja. Und wenn ich da dann wieder zurückdenke, dann gab es schon viele Momente, wo ich natürlich auch gezweifelt habe und mir nicht sicher war, wird es reichen, wird es nicht reichen. Das Ziel war mal klar und die Ausrichtung war klar. Ich kenne Kai seit keine Ahnung wie vielen Jahren, spielen auch schon ewig zusammen und wissen einfach, was der andere gefühlt auf dem Eis macht oder können es einfach gut lesen. Ich habe gesehen, dass der Puck natürlich von der anderen Seite so quer hoch zu Mülli, von Thai zu Mülli gespielt wird. Jonas Müller. Ich glaube, die Wolfsburger waren ein bisschen zu sehr auf der einen Seite alle. Dadurch war dann nur noch der eine sozusagen im Weg von Mülli. Der ist dann auf Mülli drauf. Dann wusste ich eigentlich schon, dass Mülli jetzt gleich zu mir rüberspielen wird. Und das ist das Comeback des Captains. Besser kann's nicht laufen. Müller auf Wissmann. Erstes Spiel nach 9 Monaten. Und das erste Tor.
Yeah, he did. He looked pretty good. It's not easy being captain. I mean, you kind of got, take special person. Für so einen Verein das Ziel zu tragen, ist auch nicht selbstverständlich und ich finde es so gut, dass er wieder da ist. Willi hat das sehr, sehr gut gemacht. Das Entscheidende ist, dass man mit gutem Beispiel vorangeht. Wir hatten einfach viele Verletzte, wo die Eiszeit auch einfach extrem viel war, wo es vielleicht auch für mich irgendwann auch der Punkt war, wo es vielleicht auch irgendwann ein bisschen zu viel war. To be captain, all of a sudden his ice time went from 22 minutes to almost 30 minutes. Klar wäre natürlich das Ziel, Sechster zu werden, dass wir nicht in die Pre-Playoffs müssen, aber wie gesagt, wenn es halt so ist, dann müssen wir halt den extra Weg gehen und dann starten wir halt von da aus weiter. Die Eisbären gegen die Adler Mannheim und da ist heute schon so viel drin. Ihr habt es ausführlich angesprochen. Für die Eisbären geht es um Platz 6. Yeah, I think what we're doing better now is we've simplified. We're not trying to score when we go out there every shift. We're trying to use our forecheck and get the puck deep and take time and space away from our opponent. So for me, we just simplified our game. Die Fans sind voller Vorfreude. Wir sind voller Vorfreude. Sky Wismann! Berlin setzt das erste Ausrufezeichen und der Kapitän sticht zu. Alex Ehl für Mannheim gut gespielt. Die nächste Möglichkeit, der Ausgleich. Und dann der Abschluss von Mettinen, Scheibe drin. Vikings hat Übersicht für Jonas Müller aus dem Handgelenk. Und Yannick Veilleux räumt auf. Das 2:2. Dirk nimmt den Schuss, Scheibe frei. Wes Lankester zum 3:2. Nächsten Puck rausgearbeitet und jetzt ins leere Tor. Eises. Marcel Nöbels. Empty Netter für die Eisbären. Die Berliner jubeln. Die Eisbären bezwingen und ich würde sagen, aufgrund eines starken letzten Drittels der Adler ringen sie die Mannheimer hier mit 4:2 nieder. Ich denke, wir haben über 60 Minuten gespielt. Geradlinig gespielt, so wie wir es die letzten Spiele schon gemacht haben. Und er hat sich gut angefühlt, hat Spaß gemacht. Okay, guys. All right, man. Like, well done. Okay, like we talked about before today, it's in our hands. Right? Bremerhaven won tonight. Fine. We're going to win on Sunday. And you guys will finish 6th place. Okay, so well done. Like, we're starting to play real hockey here. It's fun to watch. Guys sacrificing themselves, blocking shots, making sure we're on the good side, making plays when it counts. Absolutely outstanding. Okay, when you guys play like this, we're going to be a tough team to beat. Letztes Spiel, wir brauchen die Punkte, um direkt in die Playoffs zu kommen. Und wenn wir wieder so spielen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es Sonntag auch klappt. It's just the reality. We are where we are in the standing right now. Sunday is a big game for us. It's a must-win, and moving forward, they're all must-win. That's the way it is. I don't have to motivate the guys. Natürlich geht es heute am Ende der Saison um alles, Richtung Playoffs. Das ist die Ausgangssituation, die Blitztabelle, so stellt sich's dar. Heute im Fernduell, wenn man so will, mit Bremerhaven, die Eisbären Berlin auf der 6. 2 Punkte vorne Fälle. Jetzt gehen wir rein in dieses Spiel, 52. Spieltag. Jetzt die Eisbären, wieder Rahm. Lancaster mit dabei, die Führung. So schnell geht's. Rossi gut gespielt. Ja, auch gute Bewegung von ihm, der auch jetzt... Da wird's nochmal gefährlich und dann ist Christen Sousa da. Aber aus der Luft macht er den. Erik mit der Befreiung und sofort Markus Nieminen. Zwei gegen neue Situation. Tiffels und Kirk. Tiffels, das alles frei. Wow, was für ein Tor. In Unterzahl für die Eisbären. Freddy Tiffels. Wir haben es in dieser Partie schon gesehen. Es kann viel passieren. 2:0 wieder. Roding, 4:1. Gnadenlose Eisbären. Vikings da, gute Übersicht für Yannick Veilleux. Das wär's natürlich noch. Und der macht's den.
kurzes Eck, das 5:1. Der Publikumsliebling trifft. So, damit können wir festhalten, die Eisbären haben unter der Woche frei. Ich bin brutal froh, dass ich nächste Woche nicht Eishockey spielen muss. Ja, seit der Pause haben wir Stück für Stück unser Eishockey gespielt, sind immer besser geworden. Und jetzt die letzten 3 Spiele gegen die Top-Teams hat brutal viel Spaß gemacht, mit der Mannschaft so zu spielen. That's it. That's it. Good boy. Guys, it's fun to watch. Tell you what, you guys are fun to watch right now. Outstanding effort, outstanding commitment. Finishing the season off like in that way, 5 wins in a row, right? You guys just freaking beat one of the top 3 teams in the league. It's our game. When you guys play like that, it doesn't matter who we play. Right? It doesn't matter what we play. Tomorrow morning, obviously no ice, but tomorrow night at 6 o'clock. So we're gonna spend some quality time, have fun a little bit. Okay, Tuesday, Wednesday are off. Thursday, we're gonna prepare for Straubing. Well, we're gonna enjoy the night tonight and use the next few days to regroup a little bit and prepare for Straubing. We know that it's gonna be hard. They're playing really good hockey, but for me, it doesn't matter who's in front of us, really. We got to make sure that we're playing our style, we're maximizing our potential, and then when we do that, we're going to be in every game. So, but playoffs are hard. We're going to prepare for 7 games, and that's just the way it is. So, 1 game at a time. Der erste Gegner ist Straubing. Für uns ist immer ein schwerer Gegner. Sie geben immer uns viele Probleme. Fast schon Tradition. Straubing Tigers gegen die Eisbären Berlin. Und damit ist alles angerichtet, damit ist alles bereit. Jetzt beginnen hier die DL-Playoff-Viertelfinals 2026. Und da ist die erste und die zweite und der sitzt und die Tigers mit der Führung. Halloran. Und das ist ja der absolute Knüller, was die Tigers hier aufzaubern. Und die legen den dritten auch noch nach. Man kommt hier gar nicht mit. Sehr gut natürlich. Es tut immer gut, so ein Spiel zu starten. Jetzt ist unser Ziel, einfach das Spiel so langweilig wie möglich zu machen. Wir wissen, wir brauchen keins mehr. Wir machen es so langweilig wie möglich und lassen Berlin einfach nicht kommen. So langweilig wie möglich nennt man das. Ja, mein Gott, wenn sie nichts haben, wird es langweilig. Okay, danke. Und damit ist es vorbei. Die ersten 60 Minuten in dieser Viertelfinalserie sind gespielt. Das Ergebnis 5-1 für Straubing. It goes from the start, you know. They had those 3 goals right away. We digged ourselves a hole and we had to get out of it. And unfortunately, we couldn't. But you know, the series isn't won on just one game. It's going to be a long one, and I think we got to take them into deep water. And the Polar Bears know how to swim, so we got to keep at it. This is a good team we're playing against, and we got to be ready. 5-1 ist hört sich erstmal hoch an. Aber im Endeffekt haben wir das Spiel ja schon in den ersten 3 Minuten verloren, da stand es 3-0. Da dann zurückzukommen ist natürlich möglich, aber es war halt nicht unser Spiel. Es lief von Anfang an schlecht. Uns ist dann aber auch bewusst gewesen, so es war jetzt ein Spiel. Ob wir jetzt hier 2-1 nach Verlängerung verlieren oder 5-1, ist im Endeffekt ganz egal. Wir müssen halt von 6 jetzt 4 gewinnen. Genug macht Platz für den König. Titeln die Eisbären. Und da ist das Tor Berlin! Da ist das Tor Berlin und das war eine Top-Vorarbeit von Jonas Müller. Der Schuss kommt und das sind die Eisbären. 2-1. Führung im Powerplay. Uli geht an Straubing, Seitenverlagerung, Schuss kommt und dann ist es der Block und damit der Sieg. Für die Eisbären, der deutsche Meister kommt zurück, gibt die Antwort auf die Niederlage am Pulverturm. Denkbar knapp. Wenn man dann öfters gegen dieselbe Mannschaft spielt, dann kommt man auch irgendwie in so einen Flow, in so einen Rhythmus und ja, dieses ganze Playoff-Feeling ist dann viel mehr reingekommen in die Mannschaft. You guys are so hard to play against that these guys, they're getting discouraged. Tonight, you guys hurt them. Thursday, we're going to send them packing. Enough's enough. Okay, we're going to put them in our back pocket and fucking done with these guys. One more, boys. Let's send them on vacation on Friday.
Wie lange das wir in die Playoffs gehen, man merkt schon, dass das Selbstvertrauen mehr und mehr da ist. Straubing bleibt dran, gute Übersicht. Hede, das Tor! Wir haben ein Spiel 6 in Berlin! Wir sind auf jeden Fall zuversichtlich. Ich denke, dass wir im letzten Spiel nicht das gespielt haben, was wir spielen können und nicht wirklich anwesend waren. Ich denke, wenn wir heute einfach unser Spiel durchziehen, dass wir da gute Voraussetzungen haben. Straubing holt das erste Anspiel von rechts nach links. Na, gut gespielt. Jetzt die Möglichkeit, der Ausgleich! Berlin erhöht die Schlagzahl. Eder mit der Rückhand! 2-1 ab in den Knick! Donnelly blockt, nächste Chance und Smith! 3-1 Eisbären! Auf der anderen Seite Ty Ronning. Wird gut gestört, immer noch Ronning, bleibt dran und trifft! Dieser Ty Ronning ist ein Wahnsinn! Auf 5 Sekunden. Eisbären bringen die Scheiben zum Tor. Scheibe kommt nochmal durch, Haut gelangt! Nochmal! Wir bekommen das, was dieses 6. Viertelfinalspiel verdient. Wir bekommen Overtime. Wichtigstadt aus vorbei. Die Eisbären Berlin stehen im Halbfinale der Playoffs. The first series always feels like a lot of pressure, right? It feels like pressure is on us, especially we're the Eisbären in Berlin, right? Now it's opportunity. Now it changes. Now, like, I want you guys to freaking feel great about this journey. Okay, we know it's going to be hard, no problem, right? Now we got Cologne. Köln ist eine sehr starke Mannschaft gewesen dieses Jahr. Die waren nicht umsonst in der Hauptrunde Erster. Die haben sehr konstant gespielt. Ich glaube, Top-Torhüter gehabt das ganze Jahr, auch in der Playoff-Serie gegen uns war sehr, sehr stark. Das hier ist auf jeden Fall eine große Geschichte, Eisbären Berlin gegen Kölner Haie, und wir hoffen natürlich, dass sich hier ein weiteres großes Kapitel Playoff-Hysterie zufügt. Das Halbfinale eröffnet die Eisbären Berlin. Oh, super Pass. Und 2:0 für Berlin. Andi Eder, was ein Pass für Marcel. Der zaubert den im Nachschuss über Jubel. Und Kretschmer ist wieder schießt das zweite Tor. Sein zweites. Aber dann ist es vorbei. Die Eisbären Berlin gewinnen Halbfinale 1 gegen die Kölner Haie mit 6:3. Thank you, boys, and let's get the second one. Another speech. All right, good job. It has to go to Krejci again. Great team effort. Es ist eine große Arena, auch Eishockey begeisterte Fans, super Stimmung. Es macht mir persönlich immer Riesenspaß, da zu spielen. Finale reloaded. Die Haie sind bereit, aber die Haie stehen auch schon ein wenig unter Druck. Spiel 1 ging an die Eisbären und die Frage ist natürlich, was hat das mit den Kölner Haien gemacht? Wie reagieren die heute? Wenn die schlecht gespielt haben, die Spiele in Köln, auch das erste Spiel nicht. Im ersten Spiel haben die dann im zweiten Drittel schnell die Tore gemacht.
Die Haie, die Schlagzeilen und gehen in Führung. Und Köln kommt mit Dominik Bock. Dominik Bock, immer noch Bock. Was für ein Treffer! Aubry aufs Konzept. Die Serie ist ausgeglichen. 1:1. Köln schlägt zurück. Und dann war das auch ein hohes Ergebnis und dadurch lief es dann nicht für uns. Auch das Overtime-Spiel war kein schlechtes Spiel, war sehr ausgeglichen. Achtung, Wismar kommt rein und trifft. Und Tor mit Blick für Bock. Und der Puck ist drin. Die Haie wieder in Führung. Gegen Ronny Gatter, aber jetzt ist er machtlos. Und Liam Kirk mit seinem ersten Tor in dieser Serie. Wismar, Schuss. Wir gehen hier in die Overtime. Und ist Köln in kollektiver Ekstase. Am Ende mit dem glücklichen Ende für Köln. Ich glaube, in der Overtime hatten wir auch ein paar Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Aber ja, so ist es manchmal in Playoffs und dann verliert man halt auswärts zweimal. I got a couple clips, okay, couple things we need to do a little better. Okay, some good stuff that we're already doing that we need to keep doing, but just understand the level will go up tonight. Okay, the level that we've seen so far will rise tonight. Okay, so if we want to close the deal tonight, we've got to be ready from the start. Okay, and one of the things that I think we're at fault a little bit, especially early in games, we want to make too many plays in our D zone. Okay, our team goal is to get the fuck out of there. We don't want to make many plays. The only time we're making a bunch of little plays, it's when we're facing the wall and we don't like what we see. Können wir nicht sagen, jetzt, oh Mann, jetzt spielen wir zweimal da und jetzt könnte es schwer werden, weil es bringt es mir, wenn ich mir den Gedanken im Kopf hole. Wenn wir dann verlieren, okay, dann spielen wir nochmal da, dann ist es so. Halbfinale 6 zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin. Die Berliner führen mit 3:2 in dieser Serie. Die Kölner Haie stehen mit dem Rücken zur Wand. Es heißt für sie siegen oder fliegen. It's got to be everyone on the job, right? Communicate, good line change, have fun, play with confidence. Und damit beginnt sie wieder. Die beste, die geilste Zeit des Jahres. Hinein in ein Entscheidungsspiel 6 zwischen den Kölner Haien, die spielen in Rot, und den Eisbären Berlin, dem deutschen Meister, in Weiß. Liam Kirk, und der ist drin. Die Eisbären gehen hier mit 1:0 in Führung. Die Eisbären gewinnen den Puck und die Eisbären erhöhen auf 2:0 durch Freddy Tiffels. Das ist die Entscheidung. Die Eisbären Berlin durch Yannick Veilleux und damit der Entscheidung in dieser Serie. Da ist er. Okay, gentlemen, the real fun is about to begin. We're going home tomorrow and then Friday off to Mannheim, right? The final again. You guys have won 14 series in a row. Let's get it 15. Wenn man in ein Finale einziehen kann, dann ist die Freude immer unglaublich groß. It's in this room to do it again. So tomorrow morning, we're going to let you guys know what's the deal, okay? We're going home, okay? Then we're going to prepare for Mannheim. We'll have stuff ready for you guys, and let's freaking do it. Let's freaking do it together, okay? Dass wir das jetzt zum 3. Jahr in Folge geschafft haben und in Köln gegen den ersten der Hauptrunde, gegen einen super Torhüter. Das war schon ein sehr geiles Gefühl und da durften wir dann schon mal uns nach dem Spiel kurz auf jeden Fall gut freuen. Wenn man sich selbst auch persönlich auch beweist, dass man schon gewonnen hat oder gewinnen kann, es gibt einem natürlich auch ein gutes Gefühl. Das erste Spiel in Mannheim, super schweres Spiel, auch da wie in Köln, geile Stimmung, Eishockey begeistert. Also ein besseres Finale kann man sich nicht vorstellen. You know, it's good to be here, and I think this is going to be a special series. Obviously, it's the final, but every time Mannheim and Berlin ends up playing a game, whether it's regular season, there's always a high level of intensity and a high level of play. So this is going to be exciting. Das Finale der Saison 25-26 ist eröffnet. Wir haben gut verteidigt, aber haben es dann gleich geschafft, unsere Chancen zu nutzen. Richtung Tor, jetzt ist das! Lenkes da die Chance!
Und der Abstauber! Marcin Immels, 3-0 Eisbären! Und dann stand es 3-0 zur Pause und ich denke, ab dem zweiten Drittel haben wir dann noch besser gespielt sogar als davor. Wieder 2 Tore gemacht und dann mit 5-0 war das Spiel natürlich auch schon vorbei. Dann ist dieses erste Finalspiel vorbei. Sehr wichtiger Erfolg natürlich, das erste Spiel, aber auch da. Also uns war bewusst, dass es jetzt ein schöner erster Sieg ist, aber der auch nur so viel zählt, wenn wir dann das zweite zu Hause auch gewinnen. Okay, so don't be afraid to freaking use the board if you have to, a little chip, right? It's part of the game too, right? We can fucking use it and skate into it, okay? Let's make sure we don't have to go through stick in the D zone. Keep your confidence, keep your cool. I asked V not to fight because he has a fight already. He's gonna take some punches. Ty, you're the same. They're coming after you. We talked about this. We need you on the ice, okay? Does that make sense? Okay, not just Ty, everybody, guys. We're willing to take punches. We're willing to fucking do it right. You guys will get rewarded. Hey, let's go. Willkommen in der Hauptstadt heute zu Finale Nummer 2. Die Eisbären Berlin gegen die Adler aus Mannheim. Mit Tiffels. Auch der mit der Ablage. Und da ist die Führung für Berlin. Kirk geht zum Tor. Lienkirk legt durch die Beine das 2:0. Föderl 3:0 Berlin und hat den Abschluss. Und Leon Föderl zum zweiten. Und das ist das 5. von Erik Hördler. Die 60 Minuten in Finale 2 sind gespielt. Die Eisbären Berlin gewinnen dieses Spiel mit 5:1 und gehen damit in der Finalserie der deutschen Eishockey-Liga mit 2:0 in Führung. Benötigen noch 2 weitere Siege in dieser Serie, um sich den nächsten Titel-Hattrick zu holen. Jetzt haben wir zwar in einer guten Ausgangsposition, aber ja, es ist noch lange nicht vorbei und ja, wir müssen schauen, dass wir so weitermachen. Solid effort. Everybody was playing, committed. Our level of discipline right now is the difference. You guys' commitment and willing to frickin' take a hit to make a play, make the right play, use our talent when the time's right. They can't keep up. They can't keep up. So, we're not done. Es war eine harte Saison und wir haben jetzt gegen die Mannheimer wirklich, also fand ich, überlegen gespielt. Ich glaube, das ist eine reine Kopfsache. Die wollen das so und das wird es heute sein, sage ich jetzt einfach. Berlin, Eisbären, also und da geht nichts rüber. Ja. Ja, ich bin Berliner Verein, also gehöre ich dazu und also muss man dazu sprechen. Identifiziert uns als Eisbärenhockey geradlinig, schnell, hart, einfach unseren Plan verfolgen, egal was der Gegner versucht, um uns aus dem Konzept zu bringen. Wir wollen unser Ding durchziehen, voller Fokus darauf, alles andere ausblenden. Nur noch einen Sieg vom Pokal entfernt, die Eisbären Berlin, aber die Adler Mannheim haben natürlich etwas dagegen, dass Berlin heute diesen Meisterpokal hier hochrecken kann. Die Hydra hat sich selbst geschwächt mit Kai Wissmann, der nicht dabei ist. Das Müller und Maximilian Heim. Bleibt hier liegen, Heim und Strafe gegen Kai Wissmann. Ich wollte zum Puck gehen, er wollte zum Puck gehen, der Puck war frei. Wir haben beide einen langen Schläger zum Puck gemacht. Er war ein bisschen vorgebeugt. Ich wollte eigentlich geradeaus natürlich Körper spielen und den Schläger zum Puck machen und ja, habe leider halt nicht die Schulter getroffen, sondern minimal verfehlt und leider ihn am Kinn getroffen. Es ist sehr unglücklich gelaufen, war logischerweise keine Absicht. Oder meint ihr, der fehlt dann vielleicht auch in der Kabine? Oder? Der fehlt. Auf jeden Fall fehlt er, ja, klar. Wenn Kai da ist, ist eine andere Mannschaft. Es ist unser Kapitän, er ist unser Leader in der Kabine und weil er ist nichts da, haben wir jetzt gesehen, dass er
wo merken das. Du hast ein paar Faktoren angesprochen. Ich bin gespannt, ob das heute hier so weiterläuft. Im Tor steht man überragende Leistung bis hierhin. Um in Playoffs weit zu kommen und am Ende die Chance haben, das Ding zu gewinnen, braucht man immer einen Torhüter, der gut drauf ist, sonst wird es nichts. Führt hier Berlin, dann wird es extrem schwer für Mannheim da reinzukommen. Die Fans in der Hartmut-Nickel-Kurve, sie warten aufs Eröffnungsbully. Die Eisbären in dunkelblau von links nach rechts. Das erste Bulli geht an die Adler. Der richtige Spot war schon. Angreifen, da ist gefährlich im Guck. Schuss von Lancaster, die Führung! Lancaster eröffnet Finalspiel Nummer 4, Powerplay-Treffer und der 6. in den Playoffs für Les Lancaster. Und es gibt die Chance für Liam Kirk. Kirk, 2 Berlin! Das ist der Unterschied. Die Chance auf der einen Seite. Plachter wird verteidigt und dann hat Liam Kirk Platz. Den nutzt er. Richtig guter Touch. Die Möglichkeit. Was für ein Treffer! Gut, Viking Stars erhöht. 3-1, wieder eine 2-Tore-Führung. Aber was ist das für ein Touch vor der blauen Linie? Also kaum Fehler. Hoher Stock von Markus Niemeläinen. Das ist eine ganz dumme Strafe. Das war ein Fehler. Das bedeutet 4 Minuten zu Esposito. Starke Scheibe, Plachter und da ist der Abschluss. Oh, Chris Bennett. Gut gespielt. Scheibe drin. Ausgleich. Alexei. Lucky Bounce für die Adler Mannheim. Durchbooster heißt es, wir bekommen das, was diese Saison verdient, was diese Playoffs verdienen, was dieses Finale verdient. Big Overtime. Zweiten Anlauf an die Scheibe. Und da ist das Tor! Luke Esposito verlängert die Saison der Adler Mannheim. Es gibt Spiel 5 am Sonntag in Mannheim. Man weiß, bis die Serie geht, ist noch gar nichts vorbei, egal was ist, egal wie hoch man in der Serie eventuell führt oder wie es steht. And then once you go to overtime like this, everyone's a little tired. It's anybody's game, and then unfortunately today wasn't our day. That's hockey. That's the way it goes sometimes. So we'll go to Mannheim and try to get it done. Ich habe auch gemerkt nach dem Spiel, es war richtig down in der Kabine. Die Jungs waren richtig enttäuscht. Sie haben gezeigt, dass sie Charakter hat. Sie haben alles gegeben in dem Spiel und dann Mannheim hat das Glück, das Gewinntor in Overtime zu machen. Wie viel sportlicher Wahnsinn steckt noch in diesem Finale? Wir haben noch nicht fertig, sagten die Adler Mannheim. With everyone's best tonight, you guys will get rewarded. Right? Sometimes in a season or in a career, you play your very best and you don't get the reward at the end. Tonight, your very best will get you something special. Go get it. Go fucking get it, okay? First shift, we go, we don't stop. We stay humble, we stay poised, we stay focused, and we fucking make sure we go home with a big win tonight. Okay, so Andy, your line's gonna start. Okay, Maker, Les, Stetson now. Also ich weiß nicht, ob sich Mannheim mit den Fans hier hochziehen kann. Ich glaube, Berlin hat den Vorteil, weil sie natürlich noch 3 Möglichkeiten haben, die Meisterschaft zu holen. Puckfeld, Spiel läuft hinein in Finale 5. Die Eisbären in weiß und Mannheim in blau. Griffiths ist das stark. Und dann zieht auch noch die Strafe. Ronning! Aber macht das 1:0. Die Eisbären vorn. Was für ein Willenstor. Und Ronning schließt ihn ab, ja. Weil er einen Wahnsinnsradius allein reinbringen und vors Tor ziehen. Aber wie Tiffels vorchecken und nacharbeiten gegen Vorler ist sensationell. Im Aufbauspiel bei Mannheim und das 2:0 für
Die Eisbären Berlin durch Liam Kirk. Spielabschnitt hier, es fängt ab. Ronning, 3-0, Ty Ronning. Und wieder dieses frühe Tor der Eisbären. Du wurdest operiert und wachst auf, könntest in den Raum gehen. Wenn du dir da was sagen könntest, was würdest du dir erzählen? Was würde ich mir sagen? Naja, dass es sich lohnt, die Reha diszipliniert durchzuziehen, Vollgas zu geben, weil noch große Ziele in der Saison vor dir liegen. Und ab jetzt geht es los. In der Hauptstadt werden jetzt alle Dämme brechen, denn jetzt ist es perfekt. Berlin eine Stadt, verdammt dazu ewig zu werden, niemals zu sein, ist doch und ist jetzt zum 12. Mal deutscher Eishockeymeister. Was für eine unglaublich verrückte Saison dieser Eisbären. Serge Aubin zu Tränen gerührt bei seinem 5. Meistertitel in den vergangenen 6 Jahren mit dieser Mannschaft. Die Eisbären Berlin, deutscher Eishockeymeister 2026 und Glitter ist in Berlin immer eine Option. Was für eine verrückte DEL-Saison geht hier jetzt zu Ende. Es ist jetzt nicht so, wie wenn man mal eine Saison irgendwo spielt und dann geht man wieder, sondern es ist ja schon wie Familie, kann man schon sagen. Mittlerweile lebe ich ja schon mein halbes Leben in Berlin. Also, es fühlt sich halt wie zu Hause an, die Eisbären. So viel durchgemacht, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist einfach ein geiler Club. Live beim Magenta Sport.